Fische, herzlich willkommen zu eurer Legung für den Juni 2024. Das gilt natürlich für dich auch, wenn du Aszendentfische bist oder Mondzeichenfische und dir dieses Video begegnet, dann nimm es auch in Resonanz, wenn es mit dir in Resonanz geht. Ich habe jetzt mit den Fischen angefangen, mit Steinbock und mit Löwen. Warum? Weil ihr mich, vielen herzlichen Dank, wenn du letzten Monat schon geguckt hast, mich am allermeisten supportet habt. Ihr habt mir am meisten Likes gegeben und deswegen werdet ihr natürlich jetzt von mir umgehend damit belohnt, dass wir auch mit euch anfangen. Ja, ich werde mir einmal als erstes die Magie der Göttinnen-Karten holen dazu. Das sind meine eigenen Karten, die ich kreiert habe. Und ja, ich habe noch neue Karten kreiert. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Da habe ich noch keine Karten bekommen, aber ihr findet die Karten, die ich kreiert habe, in der Beschreibung. Genauso findet ihr meinen PayPal-Link. Falls euch das besonders gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne supporten. Aktuell kann ich nicht anderweitig arbeiten gehen, weil ich mir den Fuß verletzt habe. Dementsprechend wäre ich dafür natürlich sehr dankbar. Und auch alles andere findet ihr in der Beschreibung. Aber wir fangen sofort an mit eurer Legung. Für die Fische Juni 2024 oder wann immer du das guckst, was könnte hier wichtig werden? Welche Karte kommt uns von den Magie der Göttinnen-Karten? Jetzt bitte hier dazu, damit wir wissen, welches, guck mal da, was dein Thema ist. Sehe ich schon eine Karte, die hatten wir definitiv letzten Monat mit dabei. Ob das bei euch war, bin ich mir jetzt allerdings nicht mehr so sicher. Und eine, die wir nicht dabei hatten. Mir aber glaube ich, das war beim Entschuldigung, Schützen. Verdammt. Bless myself. So. Ja, also Gesundheit zu mir selber. Und wir haben hier eine interessante Kombination. Denn wir haben hier einmal die Athena mit dem Sieg. Und einmal die Kali auf dem Kopf mit der Zerstörung. Ich lese eigentlich mehr diese Karten nicht unbedingt auf dem Kopf, aber jetzt habe ich das Gefühl, sie soll auch genauso sein und deswegen werde ich sie auch genauso lesen. Das heißt, wir haben hier für euch eine Tendenz schon mal drin liegen, dass hier du deinen Zielen erheblich näher kommst, wenn du die nicht sogar erreichst. Wenn du dir Ziele für den Juni gesetzt hast, dann sei dir gewiss, du hast hier auch noch die Eule mit drin, ne, so als Führung deiner eigenen Weisheit, aber es geht auch wirklich dabei, dass du bei dir bleibst, weil wir haben mit der Kali natürlich und die auch noch umgedreht immer so eine Tendenz drin, denn die Kali, die hat schon die Tendenz auch mal auf den Gefühlen anderer rumzutrampeln, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Kali ist jemand, der sehr aufbrausend sein kann auch, das ist die Göttin der Zerstörung im Hinduismus. Die kennt keine Gnade mit ihren Feinden und die macht ja eiskalten Prozess. Und weil sie hier auch auf dem Kopf steht hier natürlich auch ein bisschen so die Warnung mit dabei, dass du aufpassen sollst, dass du deine Ziele nicht um jeden Preis erreichst, beziehungsweise auch, dass du, ja, wenn Leute, Menschen gerade, wir haben ja eine Single-Legung, also hier geht es natürlich auch mal viel um Liebe, wenn du jemanden in deinem Leben hast, der dir schon irgendwie mit dem du eine gewisse Art von Nähe hast, jemanden, den du vielleicht auch immer noch Gefühle hast aus deiner Vergangenheit und so weiter, ist hier Vorsicht geboten, dass du nicht in Rage gerätst, weil diese Rage wird dir nicht zuträglich sein. Wenn wir einfach sozusagen unseren Gefühlen freien Lauf lassen, unserer Wut, dann haben wir uns selbst nicht mehr unter Kontrolle und auch nicht so, dann haben wir unser eigenes inneres kleines Kind eigentlich in erster Linie nicht unter Kontrolle. Wenn wir so zum Rumpelstilzchen werden, wozu ich ja auch manchmal neige, dann neigen wir dazu, Sachen mehr kaputt zu machen, als dass wir sie in Harmonie bringen. Und das führt uns dann am Endeffekt eben auch nicht zum Sieg, weil es geht hier auch mal um den Sieg über uns selbst, dass wir auch über uns hinauswachsen und eben nicht mehr reagieren, natürlich wie Dreijährige. Aber wir gucken mal, welches Thema da drin schwimmt, dass wir diese beiden Karten gleich am Anfang bekommen. Und deswegen werde ich bei euch jetzt auch sofort in die Tarotlegung reingehen und dann gucken wir uns hinterher vielleicht noch ein paar Orakelkarten an. So, also keine Sorge. Wir haben hier auch den Sieg liegen. Wir haben hier nur eine Tendenz von so einem kleinen Wutanfall auch liegen. Und den wollen wir mal angucken, worum es dabei gehen könnte und wie wir das vermeiden könnten, dass es überhaupt so weit kommt, gell? Ui, da fallen sie schon. Und eine fällt auf die Kali. Die lasse ich da auch gleich liegen. Also wir haben schon eine Zusatzkarte für die Kali. Ui, das ist aber jetzt, es fällt so. Okay, gut. Ja, fein. So will es eigentlich nicht. Das ist ja ein bisschen so ein Klopper.
ein Klopper mit zusammenhängenden Karten. Gut, gucke ich mir sofort an. Machen wir trotzdem alles so zusammen. Was kommt, soll so sein. So, jetzt gucken wir erstmal an, was wir haben. Guck mal, und jetzt haben wir die Sonne auf dem Kopf auch noch. Also wir haben hier durchaus die Tendenz drin, mit der Sonne auch noch auf dem Kopf, dass du deine Energie, warum auch immer, in falsche Richtungen lenkst. Dass du eigentlich sozusagen auf dem Weg bist zu sozusagen Wunscherfüllung, auch mit dieser Sie-Karte. Aber die Sonne ist auch sehr heißblütig. Verbrenn dich nicht, verbrenn andere nicht mit deinen. Ne? Sei das Licht, sei nicht sozusagen der Laserstrahl, der andere mit ihren Blicken tötet. So kriegen wir hier so ein bisschen rein, aber ich krieg's immer noch nicht so genau gegriffen. Lass uns einfach reingucken, was hier noch so reinkommt. Ich lege die aber mal bitte so hin, dass du sie auch siehst. Ich krieg rein, ich soll dir auch nochmal die Botschaft von Kali vorlesen, damit wir das hier richtig vermittelt bekommen. Kali, welche Nummer warst denn du? Also erstmal habe ich hier gleich den Sieg einmal noch aufgetragen und ich lese dir auch diese Göttinnenkarte einmal vom Sieg vor, die wir hier auch richtig rumliegen haben. Kämpfe für das, was dir wirklich am Herzen liegt. Stehe auf und siehe deine eigene Kraft. Ne? Die Sonne ist auch eine Kraftkarte. Du wirst den Sieg davontragen, wenn du mit moralischer Integrität und Intelligenz handelst. Auch wenn es dich Kraft kosten mag. Wenn es dein Herzenswunsch ist, wenn es zu dir gehört, gib niemals auf. Sei dir aber auch darüber klar, dass wir Menschen und Orte, die nicht zu uns gehören, auch ihren eigenen Kampf kämpfen lassen müssen. Ziehe weiter, wenn es deine Kraft nicht mehr wert ist. Und die Kali, wo ist sie? Ich dachte, die Kali ist gleich am Anfang, genau. Mit am Anfang. Die ist sozusagen ein bisschen wie der Turm. Wir können mehr Gleichgewicht in uns finden, indem wir die Anhaftung an unseren Besitz und falsche Vorstellungen von uns, die sie mit sich bringen, loslassen. Wenn wir das Gefühl haben, festzustecken, ist es Zeit, alles niederzutrennen. Manchmal ist der Anfang von etwas Neuem, der Ende von etwas Alten. Sei mutig, deine Wahrheit auszusprechen. Also hier geht es viel um Mut jetzt für dich im Juni. Sei mutig, dein wahres Ich zu zeigen, auch wenn du denkst, es könnte andere verwundern. Sei mutig und wild und höre auf, wenn es nicht mehr geht und fange an mit dem, was dich selbst ausmacht. Aber hier, ich möchte eher euch das hier nochmal auch vorlesen. Also hier ist sowohl drin für euch ganz doll drin, dass es hier darum geht, dass du wirklich diesen Monat sehr für dich eintreten sollst und auch das, was du wirklich möchtest. Kali tanzt auf ihren Feinden, sie ist unbesiegbar und stark. Es gibt Momente im Leben, in denen du an deine Grenzen kommst, in denen Situationen sich gegen dich entwickeln und du dich klein und schwach fühlst. Du bist aber niemals schwach, du bist Kali. Geh hinaus und nimm deine Trommel, tanze wild, so wie Kiri hier auf diesem Bild. Streck die Zunge raus. Du musst nicht zart sein, um weiblich zu sein, deine Kraft ist das Feuer in dir. Brenne nieder, was dir nicht mehr dienlich ist und tanze so wie Kali. Ja, das wollte ich euch aber eigentlich nicht vorlesen. Siehst du, aber ich habe es jetzt vorgelesen. Das hat alles seinen Grund. Komisch, ich wollte irgendwie auf was anderes hinaus. Das haben wir aber nicht gelesen. Ja, wir gucken einfach mal rein. Andere zentrale Karte, die wir hier haben, sind die 9 der Pentacles. Und wir sehen hier natürlich auch schon in ihren Mieten. Den gucken wir uns sofort an. Die 9 der Pentacles geht hier wirklich auch um berufliche Erfolge, dass du wirklich auch nach deinen Zielen greifen darfst, dass du dabei bist, Ziele zu verwirklichen, dass du Dinge mit Freude und Leidenschaft tun sollst, wenn es um deinen Beruf geht und dass du da wirklich im Juni auch einen gewissen Erfolg angezeigt bekommst. Also ein Erfolg in dem Sinne von, du wirst bald ernten, was du siehst, wenn du es mit Liebe und Leidenschaft machst und dann machst du es auch mit Freude. So. Dann haben wir hier den Eremiten für dich liegen. Lass mich sie einmal hier dazu liegen. So. Den König der Schwerter umgedreht gesehen. Die Ausgleichskarte umgedreht gesehen. Die 5 der Kelche. Den König der Pentacles. Das Ass der Stäbe. Es wundert mich jetzt nicht, dass die kommen, weil die hatte ich natürlich vorhin mit drin. Da die jetzt im Klopper rausgefallen sind, doppeln sich natürlich jetzt Karten, aber das soll wohl so sein.
Wenn du Steinbock mit drin hast, dann könnte das ein Zeichen sein, dass hier sozusagen sowieso ähnliche Energien sind und dass du dir auch gerne nochmal Steinbock angucken darfst. Also wir haben hier einen Mann drin liegen mit dem König der Schwertern und dich als Eremiten, von dem du gerade, also sagen wir mal so, wenn es jemanden gibt, mit dem du gerade angefangen hast zu daten, dann wirst du vermutlich aktuell nicht sehr viel von dieser Person hören. Wenn es jemanden gibt, an den du immer noch schmerzhaft denkst aus deinem Leben, sowas wie ein Ex-Freund, dann sehen wir natürlich auch hier mit diesem König der Schwerter umgedreht gesehen, dass ihr vermutlich aktuell keinen Kontakt miteinander habt und dass dich das auch teilweise so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt, weil du vielleicht nicht mehr wirklich weißt oder nicht wirklich weißt, wieso und weshalb und was du falsch gemacht hast oder wie du Dinge noch anders machen kannst. Und die 5 der Kelche ermutigt uns auch wirklich jedes Mal dazu, Dinge loszulassen. Also du befindest dich wahrscheinlich hier gerade in einem Loslassprozess von dieser Person, die auf irgendeine Art und Weise nicht erreichbar ist. Es kann auch sein, also erreichbar bedeutet natürlich vieles. Das kann sowohl emotional nicht erreichbar sein, als auch telefonisch nicht erreichbar sein. Das kann bedeuten, dass diese Person an einem ganz anderen Ort ist, dass diese Person mit jemand anderem in einer Beziehung ist oder was auch immer. Also wir reden hier von einer Person, die für dich aktuell nicht erreichbar ist und deine Aufgabe sozusagen aktuell schmerzlicherweise ist, diese Geschichte loszulassen. Wir haben den König der Pentacles hier drin, den hatten wir vorhin schon drin liegen. Wir gucken mal, worin die Reise jetzt hierhin geht. Der König der Pentacles ist der König der Münzen auf Deutsch. Das steht immer für eine sehr stabile und treue Person, eine treue, stabile, männliche Person in deinem Leben, die wir hier sehen. Und mit dem Ass der Schwerter kommen auch neue Ideen bei dir rein, neue Gedanken, hoffentlich positive Gedanken, weil das Ass der Schwerter ist richtig rum. Und dann haben wir hier aber auch den Ritter der Schwerter liegen. Das heißt, hier kommt, lass mich die dazu legen. Eine Legung ist heute ein bisschen komplizierter für mich, ganz ehrlich gesagt. Also wir haben den Ritter der Schwerter hier drin liegen. Das 9 der Schwerter umgedreht gesehen, 2 der Stäbe. 2 der Stäbe, Tod und Wiedergeburt, den Gehängten falsch rum, den König der Kelche falsch rum. Also wir haben hier definitiv jemanden, der auf dich zukommt mit dem König der Schwertern, also aber nicht in der Energie, wie du es gerne möchtest. Das heißt, hier kann durchaus nochmal etwas sein, also das kann auch durchaus hier dafür sprechen, dass du einfach noch sehr, sehr viel an diese Person denkst. Auch versuchst einfach Situationen auszuwerten, ne? Wieso, also mit logischem Verstand, wieso, weshalb, warum könnte diese Person so reagieren, wie sie reagiert, warum nimmt diese Person nicht mehr ab, wenn ich anrufe und so weiter und so fort. Du wirst vermutlich etwas von dieser Person hören, aber mit den 9 der Schwertern haben wir hier natürlich auch drin liegen, dass das nicht sozusagen das ist, was du dir wünschen würdest, von dieser Person zu hören. Das kann auch sein, dass du von dieser Person träumst, dass du sozusagen Albträume hast, was diese Person angeht, weil diese Person sich sozusagen nächtlich immer noch beschäftigt, auch wenn du vielleicht schon denkst, du hast das losgelassen. Diese Person ist sozusagen in deinen Gedanken immer noch sehr stark präsent. Und mit den 2 der Stäben, mit dieser Person, die hier aus dem Fenster guckt und ja auch so ein bisschen unglücklich guckt, geht es auch ein bisschen darum, dass du eigentlich, ja, du wüsstest eigentlich Dinge, die du machen könntest oder machen wollen würdest, aber du traust dich nicht so richtig. Das kann jetzt sowohl darum gehen, sich bei dieser Person zu melden oder einfach mal wieder rauszugehen. Es kann hier auch mal ein Hinweis auf eine Reise sein, ne, dass man eigentlich gerne einfach mal ein Wochenende wegfahren würde, aber sich immer irgendwie Gründe findet, es nicht zu tun. Hier Beispiel bei mir zu Hause, ne, da muss ja jemand auf die Tiere aufpassen, das ist dann immer so kompliziert. Und hier haben wir aber wirklich drinnen liegen mit dieser Tod- und Wiedergeburtskarte, dass das hier für dich sozusagen wirklich wichtig ist, dass du mit Dingen abschließt, damit du wieder zu dir kommst. Weil mit diesem Gehängten hier, andersrum gesehen, geht es wirklich darum, dass du auch in die Stille gehst und Dinge aus einer anderen Perspektive siehst, damit du sie dann
damit du sie transformieren kannst und für dich selbst daraus Schlüsse ziehst, hier auch ne, mit diesem hier, die dich auch wirklich dazu bringen, dich weiterzuentwickeln. Also wenn wir um andere Menschen reden, dann geht es auch wirklich oft darum, dass wir darüber nachdenken. Also wir haben ja schon drin, dass du viel darüber nachdenkst, was du falsch gemacht hast, aber es geht nicht darum, was du falsch gemacht hast oder was die andere Person falsch gemacht hat, sondern es geht wirklich darum, dass wir erkennen, warum das jetzt sozusagen für uns in unserer Entwicklung wichtig war, dass das so passiert, wie es passiert ist. Ne? Mit der Kali hier, mit diesen, ja, kann das auch in der Vergangenheit die Kali schon gesehen haben, dass es hier zu einem großen Streitmoment kam zwischen euch und seitdem herrscht hier Funkstille. Da würde auch die Kali nämlich sehr gut hier ins Bild zu passen. Und du, ja, wir hoffen halt oft natürlich auch, wenn wir so eine Wutausbrüche bekommen, ich kenne es ja von mir selber, dass die Person dann einsieht, dass sie dich falsch behandelt hat und dass die Person Reue zeigt. Aber meistens ist es halt so, dass man mit Wutausbrüchen, und ich kenne das wirklich sehr gut aus meiner eigenen Erfahrung, hier auch mit dem König der Kelche falsch rum, hier drauf, Menschen nicht dazu bekommt, dass sie dir liebevoll entgegenkommen. Ne? Du kriegst Menschen damit, wenn du deine Wut auf sie projizierst, weil sie halt in dir was triggern, was dich so wütend macht, was meistens mit Abweisung, Ablehnung, sich nicht wertgeschätzt zu tun hat. Auch wenn das der Fall ist, man kann andere Menschen halt nicht dazu zwingen, dass sie einen wertschätzen und lieben, erst recht nicht, wenn man sie anschreit, dann wird man sie halt nur noch weiter von sich wegbringen. Und dann kann diese Person auch schwierig wieder plötzlich auftauchen als der König der Kelche, weil, also so wie ich diesen Mann hier auch reinbekomme, würde er sich dann wahrscheinlich auch ziemlich entmannt fühlen, muss ich dir sagen. Das ist jemand, der noch nicht so wirklich gelernt hat, zu seinen eigenen Gefühlen zu stehen und einzutreten und sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen und hier sozusagen seine weibliche Seite zu entdecken und zu sagen, du, das hat mich sehr verletzt. Das hat mich jetzt irgendwie auch so erinnert an, wie es in meiner Kindheit war, als meine Mutter mich immer angeschrien hat oder sowas. Das wirst du von diesem Mann nicht hören, weil diesen Zugang zu seinen Gefühlen hat dieser Mann noch überhaupt nicht, um das überhaupt zu begreifen. Der weiß nur sozusagen, da ist irgendeine Ablehnung da und da hat er auch gar keine Lust zu und da macht er sich halt lieber auf den Staub und setzt sich in sein Kämmerchen und verbringt Zeit mit Menschen oder mit seinen Freunden, kriege ich hier so auch mit diesem Hund rein, als dass er sich sozusagen bequemen würde, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, so wie du es gerade tust, mit diesen ganzen Themen, die damit zusammenhängen. Und hier ist wirklich damit drin, dass du Sachen aus einer anderen Perspektive sehen sollst, nämlich aus der Perspektive dieser Person. Und dass diese Person in diesem Moment vermutlich nicht auf dich zukommen wird, weil diese Person gar nicht im Kontakt mit ihren eigenen Gefühlen ist. Und das wiederum wird hier sozusagen, wenn du deine Perspektive wechselst mit dieser Tod- und Wiedergeburt, dann werden da für dich große Erkenntnisse über dich und diese Beziehung mit einhergehen und wie tief diese Beziehung auch immer war. Lass uns die anderen Karten angucken. Die sollen... So, also wenn du hier sozusagen wieder in die Handlung kommst, vom Pagen der ist der Bube, glaube ich, ne, auf Deutsch, Bube der Stäbe, dass du wieder sozusagen deinen Selbstwert anerkennst und dich wieder krass, wieder spürst in deiner Kraft und weißt, dass du es wert bist, geliebt zu werden. Dann traust du dich auch, dann wirst du auch sehen, dass du lieber losgehen solltest für das, was du hier wirklich ernten möchtest mit den 9 der Stäben und mit dieser Siegkarte hier drin. Und in dieser Siegkarte hatten wir ja auch, dass es wirklich darum geht, Dinge hinter sich zu lassen, also auch Streit hinter sich zu lassen und auf das große Ziel zu gucken, nämlich das große Ziel, was für jeden anders ist, aber ich nehme an, für viele von hier ist es eine liebevolle Beziehung zu haben, in der man sozusagen auch gewertschätzt wird, weil wir haben hier drinnen liegen, jetzt habe ich die 10 der Pentacles, was eben diese liebevolle, stabile Beziehung hier, ne, auch der König der Pentacles, aber umgedreht auf dieser Tod- und Wiedergeburtkarte liegt, ist nämlich im Moment, dass diese Person dass du die Erkenntnis bekommen musst, dass diese Person im Moment nicht dazu in der Lage ist, dir das zu geben, was du gerne möchtest. So, jetzt weiß ich natürlich, das ist hier so eine Kartenlegung und Menschen möchten hier gerne hören, ja, die Liebe deines Lebens wird zurückkommen und das ist alles, wird alles schön sein und ich sehe hier zwar keine Karten derweil liegen, aber ich reime mir mal irgendwas zusammen. Ich merke wohl durchaus, dass das andere
Tarotleger so gerne machen, aber ich kann da leider immer nicht was erzählen, was ich so gerade nicht reinbekomme. So. Diese Person wird das im Moment im Juni, das heißt nicht, dass ich es nicht im Juli kann, im August kann, im Juni 2025, in diesem Augenblick, in dieser Energie, in der ihr gerade beide seid, geht es wirklich darum, dass du hier wieder in deine eigene Kraft kommst, in deine Sonnenkraft, in deine Stärke und auch siehst sozusagen hier die Schönheit dieser Göttin, ne, die nach vorne guckt, die optimistisch ist, die weiß einfach so, ich habe was Besseres verdient. Ich habe meine Augen gerichtet auf das, was ich verdiene und gucke nicht zurück auf das, was ich nicht verdiene, sondern ich weiß, ich kenne meinen Wert. Und wenn du meinen Wert nicht kennst, dann bleib doch da, wo der Pfeffer wächst. Weil das brauche ich nicht in meinem Leben. Ich brauche jemanden, der hier, der sich nicht nur so in den Rückzug begibt oder hier mal vielleicht da irgendwie mal generös mit so einem König der Pentacles, mit König der Münzen mal mich zum Essen einlädt und bezahlt und sich dann irgendwie Ewigkeiten nicht mehr meldet. Das brauche ich nicht in meinem Leben. Ich brauche jemanden, der zwar die Zuverlässigkeit von einem König der Münzen hat, aber ich brauche auch niemanden, der aus meinem Leben einfach verschwindet. Ich brauche jemanden, der auch in der Lage ist, seine eigenen Gefühle zu interpretieren, der sich auch in der Lage ist, zu entschuldigen und nicht vielleicht noch irgendwas Doofes hinterherzusetzen. Und wenn du da total ausgerastet bist und diesen Menschen sozusagen wie auch immer zurechtgewiesen hast, und der kommt nicht auf dich zu, dann musst du natürlich dich auch selbst mal hinterfragen, ob das natürlich der richtige Weg war, wenn du diesen Menschen gerne in deinem Leben hättest. Aber ich habe das Gefühl, dass du durchaus auf dem richtigen Weg bist. Nur, dass du sozusagen statt in diese Energie zu gehen von der Typ oder diese Menschen oder die Männer oder generell, werde ich immer nicht wertgeschätzt, die Wertschätzung dir selber geben darfst und sagen darfst, du, ich weiß, dass ich das bekomme, was ich verdiene. Und ich glaube da weiter drin und dran. Ne? In dieser Sie-Karte, in dieser Athena-Karte, ich weiß nicht, ich sehe da immer so eine ganz große sozusagen Hoffnung. So ein Glaube, also nicht Hoffnung im negativen Sinne, so im Sinne von die Hoffnung stirbt zuletzt, sondern eben dieses, ich weiß, was ich verdient habe und ich werde mir dessen auch immer bewusster und immer klarer innerlich. Und das will ich haben. Und alles, was damit nicht in Alignment ist, alles, was das nicht sozusagen mir bietet, das muss ich hinter mir lassen oder ich muss gucken, wie ich die Energie in so einer Dynamik ändern kann, weil wenn ich mich selber als den Preis sehe, wenn ich selber denke, ich bin hier die Göttin, die alle, ich bin nicht hier irgendwie, ich bin der Sieg, ne? Wenn du mich bekommst, hast du das Full Package, dann hast du die beste Frau an deiner Seite, dann hast du jemanden, der dich immer unterstützt, der immer für dich da sein wird, der dir immer alles geben wird, was du brauchst. Und wenn du das nicht siehst, dann ist das dein Problem, weil ich bin das und ne, so. Und entweder du siehst das oder du siehst es nicht. Aber ja, such nicht irgendwelche Schuld bei dir oder irgendwas. Ne? Denk das nicht zu sehr. Du kannst natürlich gerne über Verhaltensweisen von dir nachdenken, die du an den Tag legst, wenn du irgendwie getriggert wirst. Aber versuch auch Dinge nicht persönlich zu nehmen im Sinne von, guck mal, ich bin es halt einfach nicht wert, sondern hier ist wirklich die große Aufforderung an dich, dass du in deiner Stärke bleibst, dass du dich selber als hier die Sonne siehst, dass du dich selber wieder als Page, als Bubin, ne? Das ist eine Frau, Bubin der Stäbe wahrnimmst, die eine Macherin ist, die an sich selbst glaubt, die weiß, dass sie Energien ändern kann. Guck, wir haben hier den Raben als dein Krafttier liegen und ich glaube, da ist noch was, hat sich noch was gedreht. Ja, 2 Karten, ne, 3 Karten. So. Ach, das hatten wir vorhin schon 3. Dann machen wir erstmal den Raben und dann darfst du dir wieder eine aussuchen. Das ist nochmal dann sozusagen für dich. Also, wir haben den Raben. Ach, ich mag die Raben, ja. Ne? Die Raben sind ja eines der Totemtiere auch von den Indianern. You are the creator and the magician. Use your gifts for good. There's power in your wisdom and words. Connect with the element spirits. And guide through void. Claim your place as keeper of the mysteries. Ja, also hier geht es wirklich auch nochmal darum, ne? Use your gifts for good. Also du bist
sehr talentiert in vielen Dingen. Du hast auch eine große Weisheit. Du bist jemand, der wahrscheinlich sehr kreativ ist und auch sehr intelligent. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, Raben sind sehr intelligent. Wir haben dich hier auch mit dem Ast der Schwerter drinne liegen. Hier geht es wirklich darum, dass man aber auch die Worte, ne, du kannst auch deine Worte, ich glaube, dass du manchmal eine Tendenz hast, deine Worte bewusst verletzend zu wählen. Entschuldigung, dass ich das so sage. Bewusst verletzend zu wählen. Und hier ist die Aufforderung drin. There is power in your wisdom and words. Also du meinst manchmal vielleicht gar nicht, dass du tatsächlich mit deinen, weil du gar nicht denkst, dass du andere Menschen so verletzen kannst, weil du dir gar nicht sozusagen dich siehst hier als eine Göttin, die durchaus die Kraft hat, andere zu verletzen, Kali. Kali tanzt auf Shiva, ne? Sondern hier geht es wirklich darum, dass du, auch wenn du Sachen platzierst, auch an irgendwelche Personen in deinem Umfeld, dass du darüber nachdenkst, wie du es sagst, und zwar mit Weisheit und mit Kraft, aber nicht so, dass du weißt, dass du jemand anderem dann damit wehtust. Da sehe ich so eine Tendenz hier drin liegen. Ich weiß, das hören Menschen nicht so gerne. Und hier geht es aber auch wirklich darum, dass du claim your place as keeper of mysteries. Also wenn diese Person dir zum Beispiel irgendwelche Geheimnisse anvertraut hat, plapper sie nicht aus. Das hast du gar nicht nötig. Du musst dich nicht irgendwie rächen an irgendwelchen Menschen, die dir jetzt irgendwie in den letzten Wochen irgendwie Unrecht getan haben, hast du das Gefühl. Behalte Geheimnisse für dich. Habe mehr Größe als die andere Person. Ne? Du hast hier Größe. Verlier nicht deine Größe, indem du irgendwie anfängst, Menschen zu verletzen oder ihre Geheimnisse auszuplappern, weil sie dir Unrecht getan haben. Sondern beweise du mehr Größe, als die andere Person sie vielleicht schon hatte. Ich prick mal rein so in den letzten Tagen, Wochen, wenn du das hier anguckst. So, wir haben hier dann noch den Adler. Das ist eine Biene, würde ich sagen. Ja, eine Biene. Und den Kuka. Soll das ein Jaguar sein? Nee, was ist denn das? Ein Kuka. Oh, naja, eine Katze, ein Puma. Aber die sagen doch auch Puma auf Englisch, oder nicht? Ich schreibe es unten rein, was es auf Deutsch ist, aber ist ja auch nicht so wichtig. Du sollst dich ja sozusagen so für das Bild entscheiden. Einmal bitte. Und dann gucken wir rein, was das bedeutet. Bei dem Adler heißt es, You are on a spiritual journey beyond the sky. Let go of the past and soar. You are guided by the winds of spirit. Your wisdom inspires the world. Also hier ganz klar die Aufforderung, dass du dich hier gerade auf einem sehr spirituellen Weg befindest und dass das alles, was gerade passiert, sehr wichtig dafür ist, dass du dich weiterentwickelst, weil Spirit, also die spirituelle Welt, die sieht einfach viel mehr in dir, als du vielleicht gerade selber in dir siehst. Und du bist durchaus jemand, der mit seiner eigenen Weisheit die ganze Welt inspirieren könnte. Also lenk deine Energien nicht auf Menschen, die sie gar nicht verdient haben, sondern hier wirklich nochmal die Aufforderung drin, Dinge hinter dir zu lassen, die dich einfach nur verletzen. Oder Menschen, die dich einfach nicht würdigen, so wie du bist. So, und mit der Biene haben wir natürlich eine andere Energie, das ist die Community-Energie, also die Gemeinschaft. You are a powerful creator, also wir haben hier nochmal das Kreative drin, was wir eben gerade schon mal drin hatten, deine kreativen Aspekte. Your work blesses everything you touch. Your work blesses everything you touch, also alles, was du anfasst, ist heilig, wird gut. Be open to receiving sweetness, also sei auch offen dazu, die Süße des Lebens in dein Leben zu lassen. You are the queen of abundance, du bist die Königin, die Königin von Fülle und siehe dich auch als Fülle. Du bist der Honig, ne? Du bist sozusagen die Bienenkönigin, du bist der Honig, du bist Süße. Ne? Wenn jemand keinen Honig mag, ja, dann soll er halt zur Schokolade gehen, ist ja okay. Bitterschokolade oder zu einer Lakritze oder was auch immer, aber du bist der Honig und du wirst der Honig bleiben, du bist die Sonne und du wirst die Sonne bleiben. Lass dich nicht davon runtermachen, dass irgendjemand deinen Wert nicht erkennt. In silence you find power. Der hier.
Schneeleopard vielleicht? Ich weiß es nicht, ich schreibe es drunter. Claim your leadership, role and take action. You know where to go and what to do. You have the courage and confidence to succeed. Na, Schneeleopard, den siehst du nie, das würde da nicht dazu passen. Also in der Stille findest du die Kraft. Das hatten wir, glaube ich, auch schon am Anfang gesagt. Claim your leadership role and take action. Also du bist eine geborene Führerin und du sollst auch dementsprechend handeln. Haben wir hier auch schon drin. You know where to go and what to do. Du weißt eigentlich, wohin du gehen sollst und was du tun sollst. Du hast die Courage und die Selbstbewusstsein, um jetzt erfolgreich zu sein. So, dann holen wir nochmals noch eine Affirmation dazu. Und, nee, ich auch noch eine von denen, okay. Noch eine von meinen Fischis. Snake, sheet all skin. Ich hatte übrigens gerade eine Schlange im Garten. Snake, sheet all skin. Ja, das heißt auch wirklich diese Verhaltensweisen, die man manchmal an den Tag legt, mit denen man Menschen verletzt, hinter sich zu lassen. Das brauchst du nicht mehr. Ich habe diesen wunderschönen Satz gehört bei TikTok, das war auch auf Englisch, aber das sagte so in etwa, die Person, die du kreiert hast, um dich selbst zu beschützen, die musstest du kreieren, um zu überleben. Jetzt begibst du dich in deine Heilung und eines der Themen deiner Heilung ist, diese Person, die du kreiert hast, um dich selbst zu beschützen, wieder gehen zu lassen. Der Krieg ist vorbei. Soll ich es nochmal wiederholen? Du hast diese Person, die sich zur Wehr setzt, die draufhaut, die vielleicht auch andere Menschen mal verletzt, weil sie verletzt wird. Diese Person hast du kreiert aufgrund deiner Kindheit, in der du dich wahrscheinlich nicht wertgeschätzt gefühlt hast, nicht gesehen gefühlt hast. Und wenn du dich heute nicht gesehen fühlst, dann schlägst du um dich, weil das ist der Schutzmechanismus, den du aufgebaut hast, um dich selbst zu beschützen. Und der hat lange gut funktioniert. Aber jetzt darfst du in die Heilung gehen und Teil davon ist, dass du die Person, die um sich schlägt, hinter dir lassen darfst. Das brauchst du nicht mehr. Du wirst jetzt die richtigen Menschen in dein Leben ziehen. Haben wir dazu noch was? Warrior, be fearless and stay strong. Guck mal, ich würde es aber auch so sehen, in dem Zusammenhang jetzt, weil die beiden hier, die ergeben ja so ein perfektes Paar, oder nicht? Du brauchst jemanden an deiner Seite, der auch tatsächlich so ein Kämpfer ist, ein Krieger ist, so wie du bist. Also sie hat ja auch so eine Kriegerin-Energie. Und du brauchst einen Krieger, aber einen Krieger an deiner Seite, nicht einen, der gegen dich steht, nicht einen, mit dem du dich selbst bekämpfst. Du brauchst nicht den Krieger, mit dem du dich bekriegst. Du brauchst den Krieger an deiner Seite, der dich beschützt und der auch keine Angst hat, für dich einzustehen und zu dir zu kommen und sich dir zu sagen, auch du bist jetzt zu weit gegangen, aber ich liebe dich trotzdem, oder du bist jetzt zu weit gegangen, ich lasse mir das so nicht gefallen, und stattdessen einfach abtaucht. Habe ich abtaut gesagt, naja gut, werden einige hier vielleicht wissen. Be fearless and stand strong. Also es geht sowohl an dich, aber ich sehe das vielmehr an sozusagen den Mann an deiner Seite, der hier auch sozusagen zu dir gehört und der auch irgendwann in dein Leben kommen darf, wahrscheinlich schon recht bald, wenn du nämlich sozusagen diese Energie annimmst von dieser Heldin, Kriegerin, die wir hier liegen haben mit dieser Siegkarte. Dann kriegst du auch den Helden an deiner Seite. Sieh dich selbst als Heldin, die einen Held verdient und nicht so eine Lusche, die davon rennt, weil er sich gar nicht weiß, was er will, oder weil er Aua jetzt hat, weil du Aua seinem Herz gemacht hast. Auch wenn du das getan hast, das ist jetzt nämlich gar keine Aufforderung, da eine große irgendwie Entschuldigungsmail jetzt zu verfassen, sondern wirklich lass es hinter dir und sei dir gewiss, dass der richtige Mann auch in der Lage ist, richtig darauf zu reagieren und dir auch sagen kann, dass das, was du tust, ihn verletzt hat und nicht gut ist, aber sozusagen mit dir in einer Beziehung auch darüber reden kann, was er sich wünscht, was du dir wünschst, dir wünscht und so weiter und so fort. Also gucke nach diesem Mann und lass den anderen, der einfach wegrennt und einfach keine, Eier in der Hose hat,
hinter dir liegen. Ja, du hast den vielleicht jetzt irgendwie Aua gemacht und wehgetan und machst das nächste Mal besser. Mach's mit ihm besser, lerne daraus für dich selbst und geh weiter in die Heilung mit dir selbst. Guck dir weiter die Themen an, warum du reagierst, wie du reagierst in solchen Situationen. Aber konzentriere dich auf das, was du wirklich verdienst. Und das ist der hier. Guck mal, wie schön die beiden zusammen aussehen. Affirmation wollte ich euch noch holen. Will gar keine Affirmation kommen, dann nehmen wir was anderes. Warte, ich nehme euch die Aufgabenkarten. Mal gucken, was da rauskommt. Ups, da kommen gleich 3. Witzig, die anderen hatten wir auch gerade schon beim Steinbock, das erste, was ich gemacht habe. Nur im Dunkeln kannst du die Sterne sehen. Aufgabe: Denke an eine deiner schwierigen Erfahrungen und notiere, was du daraus gelernt hast. Ich glaube, das bezieht sich auf diese Situation, die wir hier gesehen haben. Wenn das alles auf dich nicht zutrifft, wirst du wahrscheinlich nicht mehr hier. Deswegen wird es wohl zutreffen. Und es geht mir darum, dass du da einmal in Reflexion gehst und einmal siehst, was du daraus mitgenommen und gelernt hast. Wir sollten immer auf der Suche nach dem Wunder sein. Ne? Das ist dein Wunder hier. Schreib 5 Dinge auf, die dich immer und sofort zum Lächeln bringen. Ja, und zum Lächeln bringen sollte dich der Mann in deinem Leben, der sollte dich nicht zum Weinen bringen, zum Verzweifeln bringen, zum Wegrennen bringen, der sollte dich zum Lächeln bringen. Wie bringt dich dieser Mann zum Lächeln, den wir hier haben? Schreib bitte auf, wie bringt er dich zum Lächeln? Die Wunde ist der Ort, wo das Licht in dich eindringt. Hier hatten wir auch schon häufiger die Karte. Die Wunde ist der Ort, wo das Licht in dich eindringt. Ne? Dieser Mensch hat deine Wunde, also nicht dieser Mensch, sondern dieser Mensch, den wir hier irgendwie so gerade aktuell vergangenheitsmäßig liegen haben, Vergangenheit, um den es hier irgendwie immer noch geht. Der spricht genau, dass du hier zu Kali wirst. Das hat damit zu tun, dass er deine alten Wunden aufgerissen hat. Was sind deine alten Wunden? Du darfst diese Wunden jetzt heilen. Dafür ist der Juni da. Wo bist du empfänglich für das Licht? Also ihn hier manifestieren wir, indem wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Diese Themen, die wir hier gerade angesprochen haben. Ne? Wie bringt man dich zum Lächeln? Was hast du gelernt über dich selber aus dieser Situation? Was sind deine Wunden in dieser Situation gewesen? Wie können wir diese Wunden transformieren? Wie können wir Sonne in deine Wunden scheinen lassen? Ne? Wie kann das Licht wieder in deine Wunden kommen? Statt sozusagen, dass du Negativität daraus entwickelst und dann womöglich noch Albträume hast. Also du bist dabei, du darfst das jetzt transformieren. Also diese Todeskarte ist auch eine Transformationskarte. Wir haben die Transformationskarte mit der Schlange hier angezeigt. Das ist jetzt nicht, natürlich, wie gesagt, nicht die Legung, die du dir wahrscheinlich erhofft hast, da kommt die Liebe deines Lebens mit einem Blumenstrauß um die Ecke. Legung, da guck gerne bei Kolleginnen, die werden dir das erzählen. Ich will hier niemanden schlecht machen und ich werde auch niemals Namen nennen. Ich will es nur gesagt haben, ich kann nicht sagen, was ich nicht sehe, aber ich will euch zum Wachsen bringen. Und das Anliegen meiner Tarotlegung ist wirklich, dass wir über uns selbst nachdenken, dass wir über uns selbst hinauswachsen, dass wir lernen, richtig zu manifestieren, dass wir lernen, uns selbst zu heilen, dass wir anfangen, ja, über uns hinauszuwachsen, dass wir uns über uns selbst bewusst werden, dass wir uns über Energien bewusst werden, die wir anziehen, abstoßen, wie auch immer. Und nicht, dass man hier irgendwie nur so Schwulli-Schwulli-Kram macht, dann bist du bei mir leider nicht richtig aufgehoben. Wir wollen gemeinsam wachsen. Wir wollen die beste Version unserer selbst werden, damit wir die beste Version unseres Gegenübers in unser Leben ziehen können. Richtig? Gebt mir einen Daumen hoch, wenn das so ist. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Ich bin, ja, wie gesagt, in Mexiko die nächsten Tage. Auf meinem anderen Kanal Deine Reise zum Glück werde ich mal ein Video hochladen, wie das alles so gekommen ist. Aber auf Deine Reise zum Glück findest du auch ganz viele Meditationen zum Thema Liebe und ganz viele Affirmationen, um in die Selbstliebe zu gehen. Guck auch da mal bitte vorbei. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Guck auch gerne meine Auswahlvideos. Hier kommt vielleicht noch eins eingeblendet. Ich finde Auswahlvideos auch immer super, super hilfreich. Mir bringen die am allermeisten. Ich gucke die bei ganz vielen Kollegen, denn es gibt auch ganz, ganz, ganz unglaublich viele tolle Kollegen, die unglaublich tolle Tarotlegungen machen. Und da hilft mir das auch immer sehr, sehr viel weiter, wenn ich diese Auswahllegungen mache. Und auch bitte macht das immer nur, wenn ich wirklich irgendwas auch extrem anspricht. Man möchte ja nichts irgendwie so
konstruieren, sondern es geht wirklich darum, dass du dich auch wirklich mit irgendwas dich anzieht, nicht weil du was am schönsten findest, sondern sag, okay, diese Karte, irgendwas zieht mich da an und dann verspreche ich dir, wird da eine Nachricht für dich dahinter sein. Guck dir einmal die Auswahllegungen noch gerne an, wenn du hier neu bist und die noch nicht kennst. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.